Willkommen zurück zur Laterna Tutorial-Reihe. In Kapitel 4 wird es darum gehen, eine Animation auf 4 Wegen zu rendern als Combined Render. Das bedeutet, wir rendern den Charakter mit der Axt zusammen und ebenfalls eine Combined Normal Map, so dass ich euch die Post-Progressing Features demonstrieren kann, die Laterna Studio mit sich bringt. Lasst uns beginnen. So, wir befinden uns in der Datei, in der wir in Part 3 aufgehört haben, an der gleichen Stelle. Die einzigste Veränderung an dieser Stelle ist, ich habe der Axt 2 Materialien hinzugefügt, dafür das Combined Render entweder beide Objekte, PBR Textures oder Textures im Allgemeinen haben müssen und über die Solid Colors ebenfalls. Ihr könnt das kombiniert rendern, macht für Layer könnt ihr das kombiniert verwenden. Allerdings wenn ihr das in einen Guss backen wollt, dann solltet ihr das schon konsistent behandeln und entweder oder verwenden. So, genug der langen Rede. Wir machen an der Stelle weiter. PBR deaktivieren wir, Normal Map deaktivieren wir und wir nehmen mal gerade die Maske raus. Und dann können wir bei der Axt kurz mal das Metall noch etwas metallischer machen. Gehen wir mal hier rein, gehen wir mal da rein. Und dann können wir die Grifffarbe, sprich das Holz, auch noch anpassen, kriegt einen helleren Braunton. So, denke ich, sieht das ganz gut aus. Und dann lassen wir das auch so. Wir können uns das Ganze mal angucken ohne das ganze Geschnörkel. Und für das Tutorial dürfte das für das Showcase schon ausreichen, um das zu demonstrieren. Wir können den Charakter auch noch mal kurz rundum begutachten. Und da haben wir wieder den Fehler. Hier dran könnt ihr es nämlich sehen, wenn ihr durchrotiert. Hier oben geht die Axt aus dem Bild raus. Das wollen wir natürlich, wie in Teil 3 schon gesehen, vermeiden. Das heißt, wir rejustieren unsere Kamera jetzt für dieses Rendering und dann tun wir das doch auch. Wir selektieren die aktive Kamera. Ich mache das an, dann sehe ich nämlich das Background Image wieder und wir können etwas rauszoomen. Ungefähr auf die Größe. Das sollte ausreichen. Ansonsten, ich kann noch mal einen kleiner werden und dann rotieren wir noch einmal durch. Wir klicken einmal durch und ich denke mal, dass das soweit passt. So, wir klappen die Panels alle wieder ein. Unsere Auflösung erhöhen wir in dem Fall und wählen 256 mal 256. Könnt natürlich auch größere Dateien verwenden. Da hält euch niemand von ab. Kleinere Performance-Einbrüche, also der Player läuft etwas langsamer. Allerdings ist das gar nicht das Problem, das nur dazu dient, zu überprüfen, ob die Animation ruckelt. Ruckler sieht man in jedem Fall und damit ist der Sinn an der Stelle erfüllt. So, wir erhöhen die Framezahl und zwar auf 19. Das ist die Anzahl der Frames, die ich benötige. Und ja, ich will den Ruckler zur Demonstration drin haben. Das heißt, ich erhöhe auf 20 und dann zeige ich euch, was passiert, falls ihr mal einen Frame zu viel rendert. Das hatte ich in Part 3 schon mal angesprochen, das kann ich euch jetzt gleich zeigen. So, ich will aber keine 20 Frames rendern, ich möchte nur 10 Frames rendern. Das heißt, ich prüfe das noch mal kurz. Habe ich den Ruckler jetzt noch da? Ja, der Ruckler ist noch da. Das ist sehr gut in dem Fall. Sollte im besten Fall natürlich nicht so sein. Wir klappen das hier erst mal wieder ein. Ich speichere das Preset in dem Fall nicht. Und ab dafür. Und Enter. Der Renderprozess startet und wir warten einfach kurz, bis er abgeschlossen ist.
Okay, der Renderprozess ist in dem Fall abgeschlossen und dann können wir jetzt auch schnell unsere Normal Map noch ändern. Wir aktivieren Normal. Wir drücken wieder auf Rendern. Wir erweitern den Tag um Normal und bestätigen. Der Renderprozess läuft erneut. So, und der Renderprozess ist dann auch schon abgeschlossen. Dann kann ich das hier alles wieder einklappen. Ich kann die Normals auch mal kurz wieder ausmachen und das ebenfalls einklappen und wir öffnen unseren Studio Packer. Im Studio Packer angekommen, schalte ich den kurz auf Vollbild und füge dem ersten Layer unseren ersten Layer, den wir gerade gerendert haben, hinzu. Dabei handelt es sich um Chart Tutorial. Jetzt haben wir hier 4 Unterordner, die geladen werden, mit denen ich die Wegrichtung zeigen kann. Wir haben keinen Freestyle aktiviert. Den könnt ihr natürlich trotzdem aktivieren, wenn ihr das möchtet. Und wir fügen uns noch einen zweiten Layer wieder mit Shift A hinzu. Wobei ich kann euch auch den anderen Weg zeigen, falls ihr darauf keine Lust habt. Den könnt ihr auch wieder gerade löschen. Könnt ihr den Layer über Add New Layer spawnen und dann müsst ihr nur den Ordner selbstständig aufrufen. So, wir bewegen uns jetzt wieder in Bilder, Platerna Tutorial, Output und holen uns kleingeschrieben Chart Tutorial Normal. Der ist es. Und dann haben wir 2 Layer, einmal die Normal und einmal die Farbe. Das Ganze können wir jetzt abspielen, können uns das angucken, ob uns das gefällt. Ihr könnt auch über die, wie gesagt, über die Numpad-Tasten durchschalten. Bei 4 Wegen ist es natürlich in dem Fall die 2, die 8, die 4 und die 6. Aber das könnt ihr auch noch mal nachgucken. Wie gesagt, hier über die Keys, die könnt ihr übrigens auch mit K aufrufen. Könnt ihr euch die Shortcuts kurz ansehen. Ist euch das etwas zu klein, macht's euch ruhig groß. Hier sind auch die Post-Progressing-Features beschrieben, was sie tun, wie sie funktionieren. Und dann machen wir jetzt an der Stelle weiter. Wir können in dieser Software einzelne Frames deaktivieren. Wenn ich das jetzt abspiele, dann merke ich, wenn ich höhere Geschwindigkeit nehme, 30 ist das Maximum an Speed, dass er etwas ruckelt. Tut er ruckeln, so wie ich das beabsichtigt hatte? Jetzt ruckelt er. Ja. Im besten Fall hätte das jetzt geklappt, dass ich 'n Frame zu viel habe, dann hätte ich den einfach deaktivieren können. Als dieser deaktiviert ist, wird er vom Export auch nicht mehr berücksichtigt, sprich er landet nicht im Sprite-Sheet. Unsere Layer könnten wir jetzt umbenennen, das mache ich jetzt grad an dieser Stelle nicht. Das ist jetzt nicht weiter wichtig zur Demonstration der Funktionen. Ihr könnt euch diese beiden Buttons hier vor und zurück in der Timeline, das heißt zwischen den einzelnen Frames durchschalten und könnt euch auch manuell die Animation angucken. Beispielsweise könntet ihr auch die Pfeiltasten verwenden, links und rechts. Der Play-Button funktioniert entweder über hier oder mit Hilfe der Leertaste. Das Layer umbenennen, das hatte ich beim letzten Mal schon gezeigt. Der Zoom funktioniert wie folgt, entweder über den Regler oder ihr nutzt Steuerung Mausrad. Wenn ihr sagt beispielsweise, ihr habt jetzt den falschen Ordner ausgewählt, dann könnt ihr ganz bequem den Ordner auch wieder leeren mit Clear Layer und dann ist der sauber. Und dann könnt ihr wieder 'n neuen Ordner auswählen und habt das Ganze damit dann auch schon wieder erledigt. Wir gehen wieder hier rein. Ich wähle die Normal noch mal kurz aus, weil ich gleich den Export auch noch im nächsten Video demonstrieren will. Das bereite ich mir hier kurz vor.
Weiter zur Funktionsweise. Ihr könnt so viele Layers bauen, wie ihr wollt. Irgendwann ist halt Ende, was halt je nach Systemperformance, vorhanden ist. Die könnt ihr übrigens hier live überwachen, was das Programm an Leistung in Anspruch nimmt. Der RAM liegt aktuell bei 163 Megabyte und die CPU-Last bei unter 1%. Diese Funktion hier ist der Transparency Color. Der dient dazu, wenn die Shadow Plane, die ich noch mal in einem extra Video erläutern werde, aktiv ist im Laterna Add-on, wird ein teiltransparenter Boden gezeichnet im ganzen Sprite Sheet. Allerdings ein Schatten, der dem Objekt entspricht, unter dem Objekt halt angezeigt. Und um diesen Schatten zu erhalten, aber die Volltransparenz vom Hintergrund wiederherzustellen, ist dieses Tool hier da. Das, misst im Endeffekt einfach nur aus, ob da teiltransparente Pixel sind. Wenn welche da sind, kann ich hier 'n Threshold einstellen. Der richtet sich nach Prozent. Wenn die Shadow Plane von Werk eingestellt ist, 7 bis 8% locker ausreichen. 10 ist der Standard. Dabei wird das Bild an sich nicht beschädigt, da das davon nicht betroffen ist. Das entfernt wirklich dann nur die Hintergrundfläche, die ungewollt ist. Wir können jetzt auch mal draufdrücken. Der wird teiltransparente Pixel finden und alle unter diesem löschen. Da wir keine, Pixel unter 10% in diesem Bild haben an Transparenzwert, wird da auch jetzt nichts entfernt, auch wenn er die Dateien kurz verarbeitet. So, okay. Dann können wir im nächsten Fall auch noch den Button verwenden. Das AutoCAD-Tool dient dazu, die Trim-Value, einzustellen, die man haben möchte, um den überflüssigen Transparenz-Threshold zu löschen. Der Ignore Edge Zero Schalter sollte aktiviert bleiben. Das ist 'n kleiner Fallback. Das garantiert, dass es auch wirklich funktioniert, ansonsten funktioniert es nicht in allen Fällen. Ich setze die Trim Volume mal auf 5. Das bedeutet, bei dem Sprite Sheet wird gemessen, also bei den einzelnen Sprites wird gemessen von jeder Seite aus, von oben, unten, links und rechts, äh, wo der geringste Abstand vom Rand bis zum ersten nicht transparenten Pixel herrscht. Das wird für alle Dateien im Projekt durchgeführt und sorgt dann dafür, dass die Dateien nicht unterschiedlich groß sind, sondern alle am Ende dieselbe Größe haben. Jetzt rufe ich das Fenster kurz hier wieder auf, das war minimiert. So, hier haben wir noch 'n paar kleinere Informationen dazu und starten AutoCAD. You are sure to want to copy the project files. This action cannot be undo. Also, der kurze Hinweis, wenn ihr das tut, könnt ihr das nicht rückgängig machen. Der schneidet das dann weg. Oder ich zeige euch gleich, wie ihr das Ganze auch, bevor ihr das tut, kurz speichern könnt. Dann könnt ihr es nämlich über das Laden wiederherstellen. Zu der Funktion kommen wir gleich. Ich starte jetzt AutoCAD und AutoCAD hat 80 Dateien zugeschnitten und wir prüfen. Die Auflösung von 256 müsste sich verringert haben auf 218 Pixel. Und ich gucke auch grade. Da oben haben wir den kleinen Abstand mit den 5 Pixeln und der wurde überall entfernt. Also 5 Pixel wurden übrig gelassen bis zum Rand. Dann können wir auch den anderen Ordner noch schnell überprüfen. Dafür sind diese Buttons nämlich vorgesehen. Ihr kommt direkt in den Ordner, in den Unterordner, in dem sich die Wegrichtung befindet, im dementsprechenden Layer. Hier habe ich jetzt die Color. Da gucke ich auch mal ganz kurz drüber. Das sieht auch gut aus. Und auf welche Größe haben wir die geschnitten? Auf dieselbe Größe. Das heißt, alles hat wunderbar funktioniert.
Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Haben wir's jetzt? Properties, genau. Ich gehe wieder unter 218 Pixel. Das bedeutet, der Zuschnitt hat funktioniert. Wir können das Ganze immer noch ohne Fehler übereinandergelegt abspielen. Ich prüfe die anderen Richtungen noch einmal kurz durch und dann kann ich sagen, mein Projekt gefällt mir so, wie es ist und ich würde das jetzt gerne speichern. Dafür kann ich hier auf den Save-Button drücken, dann wähle ich mir den Ordner, in dem ich das Projekt speichern möchte. Ich gehe jetzt in den Ordner, auf den Desktop am besten, würde ich sagen. Dann kommen wir da ganz schnell hin. Dort und hier speichern wir das. Okay, jetzt können wir den Namen für den Snapshot eingeben. Ich nenne das und bestätige das Ganze. Jetzt wird das komplette Projekt samt aller Frames aus allen Layern, gespeichert in eine ZIP-File, mit einer JSON-Datei, die dort inbegriffen ist, die quasi den Snapshot hier wiederherstellt. Der Snapshot hat 'ne Endung, das zeige ich euch kurz. Ich minimiere dafür mal kurz. Der liegt nämlich jetzt hier, hat immer das Suffix, bsafe, also _bsafe hinten dran und auch nur diese Verzeichnisse werden von dem Programm wieder geöffnet. Ihr könnt's allerdings auch ganz, normal manuell öffnen. Vorteilhaft, es speichert euch wirklich alle Frames. Deaktivierte werden gemerkt, allerdings mitgespeichert. Das heißt, es ist non-destruktiv, wie ihr arbeitet. Ihr erhaltet eure Frames, es sei denn, ihr habt sie hart ausgelöscht, aber das ist 'ne Einzelfallentscheidung. Auf jeden Fall könnt ihr diese Ordner auch dafür nutzen, eure Assets zu sortieren oder zu archivieren und könnt jederzeit wieder darauf zugreifen, das Sprite-Sheet bearbeiten und ein neues Sprite-Sheet daraus rendern. Also, ihr könnt das Projekt bearbeiten und dann daraus ein neues rendern. Das machen wir jetzt auch gleich. Im nächsten Teil ich zeige euch zunächst das Laden, dafür schließe ich das kurz. Ich möchte das ja so wiederherstellen, wie ich's gespeichert habe und rufe mir das Laterna Studio noch einmal kurz auf. Dann können wir die Ladenfunktion verwenden. Wir gehen auf den Desktop und wählen Tutorial_bsafe und öffnen diese. Jetzt wird das komplette Projekt hergestellt und ihr könnt hier dann den Layer auswählen, den ihr als aktiv haben wollt und dann könnt ihr wieder genau so hier fortfahren, wie wir das eben schon besprochen haben. Der Layer kann ganz normal geklärt werden, kann auch trotzdem durch 'n anderen ersetzt werden. Ja, zu diesen Funktionen sind wir dann schon gekommen. Die beiden hatten wir besprochen. Dann habt ihr hier den Link zu meinem YouTube-Kanal, falls ihr das Tutorial euch, auf die Schnelle mal noch mal angucken wollt. Wenn ihr irgendwas noch mal genau wissen wollt, könnt ihr direkt über den Link hier auf meinen YouTube-Kanal zugreifen oder über diesen Link hier in Blender selber. Zusätzlich habt ihr noch die Möglichkeit, das Add-on hat im Ordner 'ne vollständige Codedokumentation in HTML vorliegen, die könnt ihr hier drüber aufrufen oder ebenfalls in Blender über diesen Button, wobei die beiden Dokumentationen sich doch unterscheiden. Diese Dokumentation ist speziell nur für den Blender-Teil und diese Dokumentation ist speziell nur für den Studio Packer. So, der Studio Packer nebenbei noch kurz zu erwähnen, wenn ich jetzt grade schon die Dokumentation erwähne. Der Studio Packer ist nicht an Blender gebunden und funktioniert komplett, autark auch ohne Blender. Das ist 'ne Portable, also das Ding wird in klarem Quellcode ausgeliefert und kann auch so ausgeführt werden. Das heißt, wenn ihr Anpassungen vornehmen wollt, ist das auf die Schnelle möglich. Und mit Hilfe der Dokumentation solltet ihr da auch klarkommen, falls ihr euch da selbst was verändern wollt. Dann habe ich jetzt das komplette Layout besprochen und alle Funktionen erklärt. So, an dieser Stelle würde ich sagen, ist das Tutorial Part 4
für Platerna Studio in dem Fall beendet. Wir haben heute alles gemacht, was wir wollten. Wir können uns die Animationen angucken. Wir haben die Oberfläche kennengelernt, wissen, welche Funktionen wir im Programm haben, wo wir Informationen finden. Und ich bedanke mich und freue mich darauf, wenn wir uns in Part 5 wiedersehen. Da wird es dann um die Export-Sprite-Sheets gehen. Das heißt, wir werden explizit uns mit dem Exporter beschäftigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.